In diesem Video starte ich in der Debug-Welt, einer Welt, in der jeder Block in jeder Ausrichtung exakt einmal vorkommt und die man nur erstellen kann, wenn man bei der Auswahl die Alt-Taste gedrückt hält. Kann ich es schaffen, ohne ins Void zu fallen, in den Nether und ins End zu kommen und den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's, und diese Welt sieht extrem ungewöhnlich aus und ich muss auch wirklich auf jeden Schritt achten, denn ich stehe, glaube ich, gerade auf einem Barriereblock und wenn ich einen normalen Schritt machen würde, würde ich runterfallen und dann wäre die Challenge auch schon wieder direkt vorbei. Also wird es heute auf jeden Fall gefährlich, dass man hier ganz gut runterfallen kann. Und wir haben aber hier auch Holz. Wir haben ja jeden Block, den es irgendwie auch nur in irgendeiner Form gibt, jeweils einmal auf dieser Map. Und das geht auch relativ weit bis nach da hinten. Das heißt, wir haben auch jedes Holz in jeder Ausrichtung und in jeder Form überhaupt irgendwie. Aber ich muss jetzt auch erstmal schauen, wie wir überhaupt an die ersten Items rankommen. Denn wenn ich jetzt hier was abbaue, dann droppt das natürlich gar nicht. Also das hat jetzt sowieso nicht getroppt, aber generell fällt das dann ja auch einfach runter. Und hier hinten sehe ich gerade schon, sind super viele Note-Blocks, weil wir natürlich in jedem Ton und in jeder Ausrichtung nochmal mit jedem Ton einen Note-Block haben. Da sieht man auch mal wirklich, von welchen Blöcken es so viele Ausrichtungen überhaupt gibt. Da hinten haben wir auch richtig viel Feuer. Vielleicht gehe ich mir das sogar mal kurz anschauen. Da muss ich einmal hier rüber springen über die halben Betten. Die können etwas unangenehmer werden beim Springen. Und hier wird es auch nochmal ein bisschen enger, aber da sind wir schon am Feuer angekommen, was ich auch einfach mal löschen kann. Allerdings können wir hier auch nicht mehr wirklich weiter, es sei denn, da hinten gibt es noch Blöcke. Aber ich glaube, das Feuer läuft wirklich bis zum Ende darüber. Denn ich kann natürlich nicht auf Feuer stehen und ich kann auch übrigens nicht auf Redstone stehen. Die Welt verwirrt mich so krass und ich will unbedingt darüber. Okay, das heißt, wir müssen erstmal mit dem, was wir hier haben, zurechtkommen. Heißt, ich muss jetzt mal versuchen, irgendwie an Holz ranzukommen, ohne dass das einfach runterfällt. Aber ich habe da auch schon eine Idee natürlich. Erstmal wieder hierhin zurück, denn hier hinten war ganz viel Holz, direkt am Anfang eigentlich. Und wenn ich mir diesen Holzblock jetzt so anschaue und hier diesen Waterlogged-Block, dann müsste ich doch, wenn ich den abbaue, das Wasser runterfließen lassen können. Und das ändert auf jeden Fall alles und ist auch auf jeden Fall meine Lösung, wie ich hier überhaupt irgendwas heute schaffen soll. Denn so kann ich näher an den Block ranschwimmen, den dann schön abbauen. Was natürlich etwas länger dauert im Wasser, aber das kriegen wir schon hin. Und dann gehe ich schon mal ein bisschen nach unten für die letzten Meter. Droppt der bitte? Die Debug-Welt ist sehr komisch. Kann der bitte einfach droppen? Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal kurz Luft holen. Oh mein Gott, er ist jetzt gerade gedroppt. Ich verstehe die Debug-Welt nicht so ganz, aber wir haben den Block bekommen. Und damit können wir richtig anfangen. Ich könnte mir jetzt eine Werkbank craften. Ich könnte mir vielleicht auch erstmal damit nochmal leichter Holz holen, denke ich gerade. Denn dann können wir noch viel mehr craften als nur eine Werkbank. Ich setze das einfach hier direkt runter. Und dann kann ich doch jetzt den abbauen und den einfach aufsammeln, ohne runterzufallen und auch ohne, dass der runterfällt. Okay, das ist mega gut. So kommen wir Stück für Stück an Holz. Jetzt crafte ich mir mal eine Werkbank und ich überlege, was ich überhaupt so craften soll. Wir müssen auf jeden Fall, um den Enderdrachen zu besiegen, natürlich auch etwas an Waffen haben. Das heißt, es wäre wahrscheinlich trotzdem gut, auf Stein zu gehen, auch wenn ich nicht weiß, wie viel Stein es überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Denn ich brauche ja Cobblestone oder Cleanstone oder natürlich auch noch Deep Slate-Varianten. Aber da fallen mir jetzt insgesamt 4 Steine ein, aus denen ich überhaupt Tools craften kann. Moment, das heißt aber auch, es muss ja auch einen Eisenblock geben und auch einen Dia-Block. Irgendwo in dieser Masse ist ein Dia-Block versteckt. Das heißt, ich sollte auf eine Steinspitzhacke gehen und damit dann auf Eisen gehen. Das ist, glaube ich, der Weg. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall erstmal noch mehr Holz. Kann ich das von hier noch da hinten drunter setzen? Ja, gar kein Problem. Und dann bauen wir den auch noch ab. Und jetzt kann ich mir eine Holzspitzhacke craften und mich damit dann um Steine kümmern. Aber eigentlich brauche ich auch direkt noch mehr Holz. Vor allem, bevor ich hier wieder weglaufe, denn ich möchte mich auch nicht zu viel hin und her bewegen, weil das alles super gefährlich ist. Ein falscher Tritt und es ist halt wirklich immer alles vorbei direkt. Hier gibt es dann das nächste Holz. Ich könnte mir auch einen Setzling holen. Es gibt jeden Setzling zweimal. Keine Ahnung warum, aber ich probiere einfach mal erstmal so den aufzusammeln. Das klappt, dann will ich gar nicht drum herum bauen, weil ich ja sonst sowieso noch genug hätte, an denen ich es ausprobieren könnte. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Spruce. Jetzt werden die Holzvarianten schon wieder anders. Und da hinten haben wir Erde. Ich probiere mal aus, ob der wachsen würde. Ich habe allerdings das Gefühl, dass hier nicht so wirklich überhaupt irgendwas aktualisiert wird. Denn wir haben auch einfach dauerhaft 12 Uhr mittags. Und wenn ich hier so gerade rumspringe, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir heute noch den Enderdrachen besiegen. Ich hoffe, das klappt. Und wir haben hier sogar die Blöcke, die unter dem Schnee sind, die man eigentlich gar nicht sehen kann. Denn wenn man den Schnee abbaut, bleibt ein normaler Grasblock zurück oder eben auch Erdblock. Das ist richtig cool. Da ist noch so einer, richtig cursed aber auch. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich Stein suchen. Vielleicht gibt es das aber auch in der Reihe, ganz weit da hinten, wenn dann. Moment, hier ist ein Cobblestone. Der darf halt jetzt auch wirklich nicht runterfallen. Ich glaube, ich habe nur 4 Steine, mit denen ich überhaupt Tools craften kann. Das heißt,
es darf mir maximal einer davon runterfallen. Ist da auch noch Stein? Ich glaube, das ist Andesit. Das bringt mir dann nichts. Okay, und dann brauche ich hier am besten einmal Wasser. Und setze dann hier was drunter, damit wir den abbauen können. Und damit sollten wir ganz easy den ersten Stein bekommen. Ich freue mich gerade sehr über einen Stein, obwohl das eigentlich nicht so was Besonderes ist in Minecraft. Und jetzt schaue ich mal, aber nee, das ist wirklich nur Andesit. Das hilft mir gar nicht weiter. Moment, was ist da ganz am Ende? Das ist auch Stein. Das ist der ganz normale Stein. Da wäre dann direkt der zweite Block. Dann brauche ich wieder Wasser in der Nähe. Ein Eimer wäre natürlich auch richtig gut. Brauche ich auch eigentlich wirklich für den Endfight. Wie wir heute in den Nether und ins End kommen, muss ich sowieso auch mal schauen. Aber sowas sieht heute generell einfach komplett anders aus als in normalem Minecraft. Okay, wir haben 2 Steine. Ich brauche noch einen Stein. Gibt es da hinten vielleicht irgendwo Deep Slate? Ich springe mal lieber hier rüber. Das fühlt sich einfach irgendwie sicherer an. Und hochkonzentriert immer bleiben. Denn einmal zu weit oder zu kurz und wie gesagt, ist dann direkt die Challenge vorbei. Und wir haben hier auf jeden Fall aber auch noch gut Holz. Das heißt, wenn ich noch mehr Holz brauche, kann ich mir hier schon noch was besorgen. Und meine Hoffnung ist immer noch dieser Setzling, der aber Stand jetzt noch nicht gewachsen ist. Okay, kommt da hinten Deep Slate ist jetzt die Frage. Oder laufe ich hier gerade umsonst? Weil das ist immer ein Risiko. Hier haben wir Bedrock. Auch mega cool irgendwie. Gefällt mir. Und hier haben wir die ganzen Wasservarianten. Auch so dieses fast abgeflossene Wasser. Das ist super weird. Aber auch richtig cool. Und Lava. Aber das ist dann ja alles keine feste Lavaquelle. Wenn dann nur das und vielleicht das da hinten. Ich weiß nicht, was es für Varianten von festen Lavaquellen überhaupt gibt. Aber das wird auf jeden Fall nicht für ein Nether-Portal reichen. Moment, ein Nether-Portal ist aber selbst eigentlich auch ein Block, oder? Gibt es hier vielleicht auch einfach so ein Nether-Portal? Ich sehe, glaube ich, gerade den Dia-Block. Habe ich gerade gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, genau da müsste der Dia-Block sein. Den möchte ich haben. Aber ich habe bisher eine Holzspitzhacke. Also so weit in diese Richtung bin ich noch nicht gekommen. Und hier ist Sand. Okay, die fallenden Blöcke könnten auch nochmal gefährlich sein. Hier natürlich auch Kies. Hier kommen die Erze. Auch einfach Nether-Erze dazwischen. Kein Problem. Und noch mehr Holz. Warum gibt es jetzt hier nochmal 3 Logs? Ach nee, da hinten war ja kein Log, sondern dieses Wood. Hier sind erst die Logs. Verstehe. Dann haben wir hier nochmal alles Holz. Und ich sehe aber auch jetzt schon, dass da kein Deep Slate kommt. Das heißt, ich muss eigentlich nicht weiter in die Richtung, sondern eher in diese Richtung. Aber vor dem Feuer kommt, glaube ich, auch nichts mehr. Was wiederum heißt, dass ich mich jetzt um mehr Holz kümmere. Und wir müssen uns da einmal drüber bauen, über diese Lücke von Feuer und Redstone, wo wir nicht drauf stehen können. Also fange ich mal an, hier überall Holz abzubauen. Ist ja eigentlich egal, welche Sorte Holz. Und ich sollte mich aber bald auch mal um Slabs kümmern, damit ich nicht so viel Holz dabei verschwende. Mache ich am besten direkt jetzt schon. Und dann benutze ich stattdessen nur noch die, um die da drunter zu setzen. Und hole einfach schon mal einiges an Holz hier mit. Ich meine, wir können auch noch zurück, aber bestenfalls würde ich auch einfach nicht mehr zurückgehen, wenn wir mal darüber gelaufen sind. Also sammle ich hier schon mal möglichst viel ein. Und würde dann jetzt aber auch lieber nochmal weiterlaufen gehen. Über die Noteblocks, über die halben Betten. Brauche ich ein Bett? Ich meine, es wird eh nicht Nacht. Es ist immer noch 12 Uhr mittags. Ich glaube, wir brauchen heute gar kein Bett. Respawn machen wir sowieso nicht. Also einmal hier drüber und dann wird es hier natürlich auch nochmal ein bisschen unangenehmer. Und wir kommen zum Feuer, was ich glaube, jetzt einfach abbauen kann. Ich will das auch gar nicht hier haben, weil ich will jetzt mich mit Holz hier rüber bauen. Ich weiß auch nicht, wie das mit Firetick ist heute. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein paar Stufen. Ich will auch nicht zu viele bauen, aber auch nicht zu wenige. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann baue ich das einfach mal ab. Dann können wir da nämlich rüber springen. Und das ganze Redstone ist gerade runtergefallen. Okay, das sah ziemlich cool aus. Und da hinten kommen Schilder. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch deutlich weiter bauen, merke ich langsam. Jetzt erstmal hier hin. Was haben wir da? Sind das Truhen? Ich glaube, wir haben da Truhen. Möchte ich mir kurz nochmal anschauen. Aber ja, das sind einfach ganz viele Varianten von Waterlogged oder auch nicht Waterlogged Truhen. Und da kommen Schilder. Dahinter sind Türen, noch mehr Hängeschilder und Redstone Repeater. Das ist ein ganz schön großes Loch an nicht festen Blöcken. Aber da hinten geht es auch nicht weiter. Sehe ich ja jetzt schon, oder? Schaue ich mir trotzdem nochmal an. Da ist zumindest die Werkbank und auch ein Dia-Block. Also der, den ich schon gesehen hatte von weitem. Aber ich muss sowieso erstmal Stein und danach Eisentools bekommen. Vielleicht gehe ich aber erstmal hier auf die Erde. Dann haben wir zumindest überhaupt einen festen Block, den wir erreichen können. Und schon ist das Holz wieder weg. Aber hier kann ich ja auch mit dem Wasser durch. Ich baue einfach dieses Schild ab und dann können wir hier so durchspringen. Auf die Tür müsste ich drauf können. Ja doch, das hat geklappt. Bin nochmal kurz zurückgesprungen, falls es nicht klappt, aber alles gut. Dann baue ich das auch noch ab. Dann fließt da auch wieder Wasser runter. Und da müsste ich eigentlich auch drauf können. Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott, gut, dass ich das Wasser fließen lassen habe. Ich dachte, ich könnte da drauf springen. Egal, dann machen wir hier nochmal Wasser auf. Wobei, ich muss das gar nicht aufmachen. Ich kann auch einfach hier so rüber. Aber im richtigen Moment wäre gut. Jetzt. Und dann sind wir drüben. Und hier rüber. Oh mein Gott, das ist viel zu riskant, was ich hier gerade tue. Das gefällt mir aber irgendwie. Das war gerade richtig knapp, würde ich behaupten.
Und nochmal hier rüber. Okay, da kann ich jetzt, glaube ich, drauf. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich müsste dann ja auch hochspringen. Ich baue mal lieber den hier ab. So viel Zeit muss sein. Dann gehen wir hier lieber nochmal auf Nummer sicher. Und ich habe ihn sogar bekommen. Okay, und jetzt müsste ich hier drauf springen können. Ja, perfekt. Und das geht jetzt aber wahrscheinlich nicht, oder? Mit den Druckplatten. Ich probiere es aus. Nein, das geht nicht. Ich kann sie auslösen, aber ich falle einfach durch. Und ich habe langsam ein bisschen Hunger. Das finde ich auch irgendwie gar nicht so gut. Jetzt crafte ich mir noch mehr Slabs. Und am besten direkt noch mehr. Denn wir brauchen hier nicht nur 6. Und dann gehen wir mal darüber auf endlich wieder feste Blöcke langsam. Und hier wurden direkt die Falltüren ausgelöst. Das ist praktisch. Und hier kann ich jetzt auch generell wieder drüber springen, was sehr gut tut. Okay, was haben wir hier jetzt sonst? Da ist, glaube ich, das Nether-Portal. Ich glaube, ich habe das Nether-Portal gefunden. Moment, das muss ich mir anschauen gehen natürlich. Dann müssen wir heute auf jeden Fall kein Portal gießen. Da sind sogar 2, mit jeder Ausrichtung 1 natürlich. Das heißt, wir können hier einfach in den Nether kommen. Und das finde ich so cool gerade. Aber ich brauche erstmal noch Stein. Da sehe ich Basalt, aber ich sehe kein Deep Slate. Okay, ich würde jetzt trotzdem erstmal den Nether ausprobieren wollen. Das heißt, ich baue mich mal da so rüber. Das ist gefährlich. Wir haben nur noch ein Nether-Portal. Ich muss mich auf jeden Fall da drunter bauen. Moment, dann mache ich hier nicht auf, weil dann fließt es da rüber. Ich mache lieber hier auf. Das ist okay. Dann können wir hier ein bisschen nach unten bauen. Am besten sogar so. Und ich kann mich da so rüber bauen. Und dann müssten wir so schon in den Nether kommen können. Und wir gehen rein in den Nether. Hallo Nether. Okay, ich sehe aber gerade was. Der Nether ist nicht der Debug-Nether. Und hier können wir ganz easy alles Mögliche bekommen, wie zum Beispiel Blackstone. Deswegen schlage ich vor, wir gehen wieder hier raus. Das wäre zu einfach. Wir wollen natürlich weiter unserer Steinmission folgen. Und wir müssen weiter Deep Slate suchen. Jetzt kommen wir aber erstmal über ganz viel Kupfer. Und mein Baum, den sehe ich sogar, aber der ist immer noch nicht gewachsen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Und jetzt darf ich aber auch nicht zu weit laufen. Da haben wir Drachenköpfe, die sogar aktiviert sind. Genauso wie die Pickling-Köpfe, die da mit den Ohren wackeln. Hier haben wir Strings. Moment. Dann könnte ich mir sogar einen Bogen craften, was ziemlich cool wäre. Hätte echt noch mehr Holz mitnehmen sollen. Aber egal, jetzt haben wir keins. Ich brauche jetzt mal kurz ein bisschen Wasser erstmal. Und dann bauen wir uns unter die Strings drunter. Und hier sind, glaube ich, genug. Also ich kann es ruhig erstmal ausprobieren. Da ist der erste. Und direkt der zweite. Ich habe ihn bekommen. Sehr, sehr gut. Bekomme ich den auch noch so? Ja. Dann habe ich alles, was ich für den Bogen brauche. Das ist schon mal mega gut, aber ich weiß nicht, wie ich an Pfeile kommen soll. Ich werde mir jetzt nicht ganz viel Gravel abbauen dafür. Hier sind Cobblestone Walls, aber natürlich keine Cobblestone Blöcke mehr. Denn da gibt es nur einen von. Kann ich da drauf springen? Ich glaube schon, aber auf die Knöpfe eher nicht. Heißt, ich muss mich wieder hier rüber bauen. Und wir ignorieren die Knöpfe einfach mal. Über die Zombie-Köpfe und die Schweineköpfe zu Quarz. Und ich könnte einfach einen Wither spawnen. Okay, es gibt keinen Soul Sand. Aber sonst könnte ich einen Wither spawnen. Ich möchte aber auf jeden Fall einen Kopf haben, eigentlich ganz gerne. Kann ich ihn von hier aus abbauen? Ich meine, wir haben genug, um es auszuprobieren. Ich habe ihn bekommen. Einfach mal einen Wither-Skelett-Schädel. Dann möchte ich aber natürlich auch noch einen Drachenkopf. Also einmal über die Piglin laufen. Und dann möchte ich dich so bekommen. Ja, auch das hat geklappt. Mega gut. Ich bin einfach ein Drache geworden. Und wir müssen weiter über ganz viele komische Blöcke. Und hier sind Shulker-Chests. Und hier haben wir auch die kleinen Ghasts. In allen Entwicklungsstufen dabei. Moment, wir haben ja auch Blackstone. Das muss ja gar kein Deep Slate sein. Dann gehe ich mal hier über die Glocken drüber. Und das geht theoretisch auch, aber ist es natürlich auch riskant. Egal, mache ich. Passt. Dann machen wir hier auf, haben Wasser und können hier rüber schwimmen. Und jetzt ist die Frage, welcher Blackstone der normale Block ist. Ich springe mal hier über die Türen. Das sind alles Stufen. Ich gehe mal davon aus, dass der Blackstone gar nicht in dieser Reihe ist, oder? Denn die Steinstufen waren auch ganz woanders als der normale Stein. Die Frage ist nur, wo ich stattdessen suchen soll. Und da hinten ist, glaube ich, schon Ende. Dann springe ich jetzt einmal ganz durch. Am besten aber über Wasser. Und wir schauen mal, was da noch so kommt. Hier haben wir Kerzen mit Amethysten dahinter. Da würde ich mir auch nochmal Wasser rausholen. Gut, dass es so viele Waterlock-Blöcke gibt. Okay, die lösen sich gerade alle aus. Ich kann einfach hier durchschwimmen. Das ist mega cool. Und hier sind die ganzen verschiedenen Skulk-Sensoren. Ich denke aber auch gerade, wir haben wirklich jeden Block in jedem Status einmal vorhanden. Das heißt, es gibt auch irgendwo einen Shrieker, der wirklich einen Warden spawnen kann. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber wäre irgendwie doch auch lustig, wenn wir hier jetzt einen Warden spawnen auf dieser Welt. Der würde ja sofort runterfallen einfach nur. Nochmal ein paar Türen und auch noch Falltüren und da kommt Deep Slate. Aber natürlich auch wieder in jeder Stufe und sonst was. Und wir haben hier Copper Golems. Die sind ja auch ein fester Block. Finde ich irgendwie auch super weird, gerade auf einem Copper Golem zu stehen, der, was weiß ich, da für Hampelmänner gerade macht. Hier haben wir Tripstone und hier sind wir auf dem Deep Slate. Aber hier haben wir erstmal wieder die ganzen Treppen und Mauern. Wo sind die Blöcke? Beziehungsweise der eine Block. Ich suche ja wirklich nur einen. Geh mal auf die andere Seite, weil da kommt ja nichts mehr. Glaube ich. Ja, nee, sieht nicht so aus. Und Moment, hier haben wir Essen. Essen ist super wichtig. Ich will einmal Wasser bekommen. Und dann gehe ich hier runter und pflück mal diese Beere.
Und ich habe sie bekommen. Okay, bringt natürlich nicht super viel. Und ich habe eigentlich jetzt schon keine Lust mehr, noch weitere davon zu sammeln, weil das voll umständlich ist. Aber vielleicht würde ich mich einmal voll essen trotzdem. Dafür reichen ja 2 Stück. Und dann weiß ich zumindest, wo ich was zu essen finden kann. Das ist auch sehr gut. Und dann schauen wir mal, wo wir da noch was finden können. Zum Beispiel den einen Deep Slate, den ich brauche. Oder es gibt genau genommen natürlich auch davon 2. Habe ich die ganze Zeit falsch gesagt. Wir haben ja auch den Cobbled Deep Slate und den normalen Deep Slate. Und hier erreichen wir langsam aber sicher leider schon das Ende der Welt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich Deep Slate Blöcke finden kann. Aber ich fürchte, ich muss eher nochmal zurücklaufen und woanders suchen. Und hier haben wir Kuchen. Den kann ich ja auch einfach essen. Und irgendwo müsste es auch noch die verschiedenen Essstufen geben, aber die sind wohl woanders. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal wieder weiter nach Stein suchen. Und hier haben wir einfach Netherite und Ancient Debris. Wie cool ist das denn? Aber ich habe absolut nichts, was mir helfen könnte, die abzubauen. Und ich brauche die auch eigentlich heute gar nicht. Und dann würde ich mir jetzt tatsächlich hier mal Holz mitnehmen wollen. Also Wasser setzen und dann werde ich das alles aufsammeln. Daraus können wir auf jeden Fall wieder einige Slabs craften zum Beispiel. Hier sind Bücher drin, die kann ich aber nicht lesen, okay? Da ist ein Burgnertisch, aber wir haben keine Dorfbewohner. Aber wir haben hier nochmal Beeren, die ich eigentlich gerne wieder sammeln würde. Kriege ich das so hin? Perfekt, 2 Stück. Und wir kommen zu Lagerfeuern. Und da hinten kommen super viele Mauern. Aber ich brauche Stein. Okay, dann gehen wir jetzt strukturiert vor. Ich habe bisher noch keinen Blackstone gesehen, außer dieser breite Streifen. Vielleicht ist dann ja doch Blackstone alles nebeneinander angeordnet. Und ich kann da auch den ganz normalen Blackstone finden. Und dann müsste irgendwo in dieser Reihe der Blackstone aufhören. In der Hoffnung, dass da noch ein normaler Blackstone kommt vorher. Moment, was habe ich hier jetzt? Das sind immer noch Treppen, okay. Aber da hinten hört es auf. Jetzt entscheidet sich alles erstmal, sonst muss ich weitersuchen. Und wir haben hier hinten noch mehr Stufen. Moment, was ist das? Ich habe in F3 geschaut und das ist tatsächlich Blackstone. Das ist ganz normaler Blackstone. Okay, ich muss jetzt aber auch wirklich genau diesen Blackstone sicher bekommen, denn ich möchte nicht weiter nach Steinen suchen. Also setze ich hier schön einen Stein drunter und wir machen das ganz sicher und entspannt, denn das ist kein Blackstone zum Beispiel. Das ist wieder eine Treppe. Und jetzt kann ich mir eine Steinspitzhacke craften. Und damit müssen wir jetzt den Eisenblock suchen, den ich auch noch nicht gefunden habe. Aber wir sind schon mal einen guten Schritt weitergekommen. Und Eisen würde ich jetzt, denke ich mal, in Richtung des Dia-Blocks suchen gehen. Also nochmal relativ weit an den Anfang springen und nach wie vor bitte nicht runterfallen. Und hier, das wird aber gefährlich, glaube ich. Ich sollte hier nochmal einen Slab setzen. Aber ich sollte auch nochmal welche craften, bevor ich hier weiterlaufe. Denn ich brauche im Notfall direkt welche. Über einen Dried Ghast, über die Shulker Chests und weitere Türen kommen wir dann irgendwann wieder zurück, hoffentlich. Hier ist sogar mein Weg. Dann würde ich den einfach mal nehmen. Gut, dass ich daneben gesprungen bin. Da war ich etwas zu unvorsichtig. Genauso wie hier. Oh mein Gott. Gut, dass hier überall schon Wasser ist. Wenn man schon länger hier rumspringt, wird man auch wirklich schnell langsam unvorsichtiger. Und das ist gar nicht gut. Kommen wir jetzt direkt zu den unangenehmen Glassprüngen und auch wieder über die Köpfe. Aber ich will jetzt eigentlich auch gar nicht wieder genau dahin zurück, wo ich herkomme, sondern ich suche jetzt den Eisenblock. Vielleicht gehe ich dazu mal lieber hier noch entlang auf die andere Seite. Denn da war ich noch gar nicht. Hier kommen Ambosse und Steve-Köpfe einfach. Und ich glaube, hier springe ich jetzt langsam nicht einfach so geradeaus weiter. Aber ich glaube auch, dass ich hier nichts Relevantes sehen kann. Aber es gibt so viele Blöcke, ich übersehe bestimmt irgendwas. Da war ich aber auch schon, sehe ich gerade. Da hinten fließt ja auch überall Wasser runter. Okay, ich schlage vor, wir bauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen rüber. Über die Steve-Köpfe. Und dann schauen wir hier hinten nochmal weiter. Und langsam verzweifle ich hier wirklich. Ich suche einen einzelnen Block, den es auch wirklich nur einmal gibt. Wobei ich nehme mal an, dass der neben Eisenerz und auch neben einem Roheisenblock sein müsste. Aber auch die sehe ich natürlich nicht. Gehen wir nochmal hier in die Richtung und halten die Augen offen. Moment, sehe ich da gerade was Interessantes? Haben wir da Endportalrahmen und auch das Drachenei? Das wäre ein bisschen früh. Ich muss ja erst den Drachen besiegen eigentlich. Aber hier gibt es, wie gesagt, jeden Block einmal. Also auch natürlich das Drachenei. Das möchte ich jetzt natürlich irgendwie bekommen. Und zwar sicher. Denn wir haben selbstverständlich nur eine Chance. Ich baue das ab. Das war nicht so gut. Das fällt runter. Ich habe nicht dran gedacht, dass die sich jetzt hier verbinden, die Wasserströme. Ich habe gerade das Drachenei verloren. Das macht mich traurig. Lasst zum Trost doch bitte dann jetzt mal ein Like und ein Abo da, um auch keine weiteren solcher Challenges mehr zu verpassen. Und ich schaue mir jetzt die Endportalrahmen mal genauer an. Denn wir haben hier jeden einmal, aber das ist noch nicht die Lösung, um ins End zu kommen. Aber ich sehe die Lösung, um ins End zu kommen. Oh mein Gott, ich könnte jetzt in den Endfight springen. Ich habe aber nichts außer einer Steinspitzhacke. Ich meine, es ist nicht unmöglich, so den Enderdrachen zu besiegen. Aber es wäre schon irgendwie ganz gut,
irgendwas zu haben. Wobei, brauche ich überhaupt noch irgendwas? Wenn das End auch normal ist, so wie der Nether, dann kann ich da ja Endstone abbauen. Und dann habe ich Endstone. Und dann muss ich den Drachen mit der Hand kaputt hauen, oder was? Okay, der Plan ist noch nicht so ganz durchdacht. Ich glaube, wir springen hier lieber noch nicht rein. Und ich schaue mich nochmal um, ob ich irgendwie an dieses Eisen rankomme. Aber gut zu wissen, dass wir hier das Endportal haben. Also, der Weg ins End ist schon mal geklärt. Okay, da ist der Dia-Block. Von hier aus sehe ich aber trotzdem kein Eisen in der Nähe. Da ist Redstone. Okay, hier sind aber die ganzen Erzblöcke verteilt. Ich habe auch in die Richtung eben irgendwo Emeralds gesehen. Ich glaube, ich versuche mal darüber zu kommen und da über diese Steintreppen darüber zu gehen. Aber hier möchte ich auf jeden Fall überall Wasser haben. Einfach, um hier entspannter überall lang schwimmen zu können. Und dann springe ich jetzt, glaube ich, doch erstmal in die Richtung. Weil hier fangen so die festen Blöcke quasi an. Aber da hinten sehe ich ja jetzt schon, dass da kein Eisen ist eigentlich. Da ist alles waterlogged am Ende. Ja, vielleicht doch da hinten bei den Steintreppen irgendwann. Ich weiß es doch auch nicht. Ich will doch nur ein Eisen haben. Okay, springen wir hier über die Türen ein Stück und kommen dann ganz nah an unserem Objekt der Begierde, dem Diamantblock, vorbei, den ich jetzt so gerne einfach abbauen würde. Stattdessen komme ich hier gar nicht rüber. Ich muss mal kurz ein bisschen Wasser mir holen. Dann kann ich hier auf die Treppen und weitergehen. Da ist das Nether-Portal. Da war ich also schon. Das ist kein gutes Zeichen. Und hier kommt nichts mehr. Kein Eisen zu sehen. Gehen wir trotzdem hier nochmal weiter. Denn so schnell gebe ich natürlich nicht einfach auf. Einmal hier über die Jukeboxen. Da ist der Emerald-Block. Und da sind Melonen. Da könnte ich zumindest mal ein bisschen was zu essen bekommen. Für den Endfight brauche ich auf jeden Fall noch mehr als eine Beere. Und wir haben hier sowieso auch direkt Wasser, was ich auch abbauen wollte eigentlich. Mache ich jetzt noch. Und dann hole ich mir die Melone trotzdem sicher mit. Perfekt. Dann habe ich 7 Essen. Und hier lande ich auf dem Emerald-Block. Was soll ich machen? Es gibt einfach zu viele Blöcke in dieser Welt. Und auch gleichzeitig irgendwie auch zu wenige. Moment, ich habe noch einen Gedanken gerade. Ich habe nämlich gerade meinen Baum da hinten gesehen. Genau da. Und dabei dran gedacht, dass ich doch über Erze gelaufen bin. Ich habe doch sogar gesagt, da ist ein Nethererz. Das war, glaube ich, irgendwo ziemlich am Anfang. Da muss ich hin. Da muss das Eisenerz sein. Ich weiß nicht, ob da auch der Eisenblock war. Das habe ich vergessen. Aber wenn da wirklich alle Erze waren, müssten da ja zumindest 2 Erze für mich schon mal sein. Also 2 Eisenerze. Jetzt wird es nochmal Zeit, was zu essen. Und dann habe ich auch nur noch die Melonen übrig. Aber immerhin 7 Stück. Und so viel Essen verbrauchen wir ja nun mal auch nicht, weil man hier nicht besonders gut lang sprinten kann. Hier ist die nächste Brücke und dann kommen wir wieder zurück. Und dann schaue ich jetzt hier hinten nach den Erzen. Die Noteblocks sind eigentlich ganz praktisch. Da kann man gut drüber springen. Und da sind die Erze. Ich sehe schon Eisenerz. Aber halt wirklich nur die 2 Eisenerze. Kein Eisenblock. Wo versteckt sich der Eisenblock? Egal, ich möchte jetzt schon mal 2 Eisen haben. Dann könnte ich zumindest ein Eisenschwert machen, um damit gegen den Enderdrachen kämpfen zu können. Das wäre eigentlich auch schon mal, vielleicht sogar schon genug, denke ich gerade. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Aber ich möchte eigentlich auch noch irgendwie an diesen Diamanten rankommen. Aber damit haben wir überhaupt jetzt schon mal Eisen. Das ist schon mal wirklich cool. Ich frage mich nur, ob der Eisenblock hier auch irgendwo in der Nähe ist. Da hinten hören die Betten auf. Was kommt danach? Okay, die hören noch gar nicht auf. Die werden nur nicht gerendert, weil das keine festen Blöcke sind. Da ist, glaube ich, TNT. Moment, dahinter ist, glaube ich, der Eisen- und der Goldblock. Ich habe ihn endlich gefunden und der war so nah am Spawn. Ich bin komplett dahinter die Lagerfeuer da hinten gelaufen. Okay, aber damit bekommen wir genug Eisen. Mehr als genug auf einmal. Jetzt erstmal überlegen, wie ich da am besten was drunter platziere, weil das Wasser ist gar nicht mal so nah dran. Aber das möchte ich auf jeden Fall schon mal benutzen. Und das müsste aber klappen. Doch, doch, das ist gar kein Problem. Ich kann hier das Holz drunter setzen. Und dann bekomme ich endlich meinen Eisenblock. Und damit haben wir genügend Eisen, um auch den Diamantblock abbauen zu können. Der auch praktischerweise direkt neben einer Werkbank sitzt. Ich brauche mal kurz ein paar Slabs. Dann können wir den abbauen. Und den möchte ich eigentlich auch haben. Jetzt crafte ich mir dann eine Eisenspitzhacke. Und jetzt wird es Zeit für den ersten Diamanten aus dem schönen Dia-Block. Und damit habe ich den Diamanterfolg. Und hier bekomme ich noch weitere Dias. Okay, wir haben schon den Drachenkopf. Dann wird es vielleicht Zeit, den Rest des Drachens auch noch umzuhauen. Ich crafte mir jetzt dazu einfach mal ein Dia-Schwert und einen Eimer, den hätte ich viel früher craften können eigentlich. Aber egal, so viel früher nun auch nicht. Dann habe ich jetzt Wasser endlich. Und wir sind relativ gut ausgestattet. Mir fehlt eigentlich nur was zu essen. Und das werde ich jetzt realistisch aber auch nicht mehr so krass bekommen. Deswegen sollte ich vielleicht erst recht die Zeit nutzen und in den Endfight gehen. Wobei ich mir auch noch schnell eine Diamantbrustplatte craften könnte. Und dann sind wir echt gut ausgerüstet, finde ich. Mit dem Dia-Schwert natürlich auch noch. Und es wird Zeit, in Richtung Endportal zu laufen. Da ist das Nether-Portal. Dann war das Endportal, glaube ich, irgendwo in die Richtung. Da sehe ich die Endportal.
Endportalrahmen. Da irgendwo hinten. Also machen wir uns auf den Weg darüber. Und Pfeile habe ich leider keine mehr bekommen. Das heißt, wir müssen uns hochbauen, um die Endcrystals kaputt zu machen. Aber ich habe immerhin den Wassereimer. Also wir können auch immer schwimmen im Zweifel. Und können auch runtergeschlagen werden, was auch sehr wichtig ist. Moment, ich muss da lang. Einmal hier rein. Und dann nähern wir uns einfach dem Endportal. Das fühlt sich so komisch an. Aber wir haben alles. Also zumindest einiges. Ich hätte gerne mehr Essen. Ich hätte gerne mehr Blöcke. Aber man kann nicht alles haben. Und da gehen wir so ausgerüstet jetzt aber ein bisschen vorsichtiger als sonst rein in den Endfight. Hallo End. Und das End sieht normal aus. Nur, dass ich jetzt hier rüber muss. Ich habe nicht so viele Blöcke. Ich werde mal alles, was ich habe, zusammencraften, dass ich das benutzen kann. Ich hoffe mal, das reicht. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Doch, das reicht locker. Ich kann ja jetzt schon hier einfach rüberspringen. Und dann hätte ich vielleicht ein Water Emoji machen sollen, damit ich nicht so viel essen muss. Egal, jetzt ist es schon zu spät. Dann schwimmen wir hier hoch. Und ich kann mich hier wenigstens jetzt ein paar lockere Blöcke einfach mal mitnehmen. Und es fühlt sich so gut an, einfach mal hier lang zu laufen. Aber ich merke auch, dass ich direkt ordentlich Essen verbrauche, weil ich jetzt direkt mal losgesprintet bin. Okay, ich baue jetzt erstmal wirklich strukturiert ein paar Blöcke ab. Und ich hätte vielleicht mehr Holz mitnehmen sollen, um mir wenigstens ein Boot zu craften, aber habe ich nicht. Jetzt ist es auch dafür zu spät. Und ich habe jetzt schon 2 Hungerkeulen verloren. Das ist echt gar nicht gut. Ich habe 6 Melonen im Endfight. So richtig gut ausgerüstet fühle ich mich jetzt plötzlich doch nicht mehr. Und wir haben gar kein Portal. In der Debug-Welt gibt es wohl kein Endportal. Zumindest keins im End. Okay, und ich werde jetzt möglichst wenig sprinten, denn ich habe wirklich wenig Essen. Und ich werde auch möglichst viel schwimmen, damit ich nicht so viele Blöcke abbauen muss, um damit auch nicht noch mehr Essen zu verbrauchen. Und dann machen wir jetzt von hier aus den ersten Endcrystal kaputt. Ich glaube, das geht so. Bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Mach's lieber noch ein bisschen sicherer für mich. Okay, passt. Und dann müssen wir jetzt alle Endcrystals erstmal kaputt machen. Und ich würde jetzt schon mal was essen wollen, um dieses halbe Herz zu regenerieren. Dann warte ich einmal, dass der Enderdrache wieder losfliegt, denn der wird gleich sonst auf mich zufliegen wollen. Das ist gefährlich. 2,5 Herzen verloren. Das wird nochmal echt knapp hier. Und damit ist der zweite Endcrystal weg. Und wir machen genauso weiter. Dann fehlt nur noch einer. Und das war nicht so gut. Ich habe richtig viel Schaden bekommen. Ich esse auf jeden Fall jetzt meine letzten Melonen. Aber da hätte ich früher runterspringen sollen. Jetzt dann nochmal hier trotzdem hochschwimmen. Wir müssen jetzt alles geben. Ich darf kein Herz mehr unnötig verlieren. Aber hier oben werde ich natürlich auch nochmal ein halbes verlieren. Und damit haben wir aber alle Endcrystals. Das heißt, wir sollten jetzt wahrscheinlich möglichst in der Mitte bleiben eigentlich. Damit ich nicht so viel laufen muss. Und damit ich dann den Enderdrachen schlagen kann, wenn der in der Mitte ist. Problem ist, wir haben keine Mitte. Das habe ich vergessen. Das ist nicht so gut. Dann haue ich jetzt schon mal ein bisschen so drauf. Und wir machen zum ersten Mal endlich Schaden. Immerhin habe ich das Dia-Schwert. Und das ist gefährlich, wenn er sich rumdreht. Ich versuche nur noch von hinten zu schlagen. Denn wenn er losfliegt, habe ich sonst ein Problem. Aber mit in der Mitte warten wird auf jeden Fall nichts, leider. Und er fliegt los. Nicht treffen lassen. Schön umlaufen. Sehr gut. Und ich könnte trotzdem natürlich die Mitte simulieren, denke ich jetzt. Genau hier ist 0-0. Dann baue ich hier ein paar Blöcke hoch. Dann haben wir hier nämlich die neue Mitte ab jetzt. Und der Drache kommt in die Mitte. Ich warte jetzt hier. Ich sneake. Und ich werde nicht springen. Und dann gehen wir jetzt hoffentlich rauf auf den Kopf. Davon darf ich mich aber auch nicht treffen lassen. Aber das passt noch. Ich muss nur gucken, ob sich das ausbreitet. Tut es aber nicht. Sehr gut. Und der fliegt wieder los. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier warten kann, weil dann wird er auch hier hinschießen. Und ich werde nicht mehr regenerieren. Ich habe 4 Herzen. Habe ich wirklich gar nichts zu essen? Nee, ich habe wirklich nichts mehr. Und da kommt das, was ich vermeiden wollte. Aber möglichst viel stehen trotzdem. Nicht so viel bewegen. Ein paar Enderperlen, aber wenn ich beide werfe, habe ich verloren. Dann würde ich das Ganze nicht mehr überleben. Jetzt komm bitte in die Mitte. Er hat auch nur noch weniger als die Hälfte seiner Leben. Das sieht an sich auch gar nicht mal so schlecht aus. Er kommt rein. Ich muss jetzt schnell sein. Ich laufe kurz. Und dann warten wir hier unten. Schön in der Ecke geduckt. Und gehen rauf auf den Kopf. Schön Schaden machen. Aber wieder aufpassen wegen dem Drachenatem. Und der hat wirklich nicht mehr viele Leben. Aber er fliegt nochmal los. Okay, aber nächstes Mal könnte es das sogar schon gewesen sein. Das sieht gerade ganz gut aus. Aber ich glaube, ich würde keinen Hit überleben. Vielleicht so einen ganz kleinen, aber nicht einen, der mich richtig trifft. Und ich darf jetzt auch am besten keinen Enderman anschauen. Und er kommt in die Mitte. Das muss sein. Ich sprinte. Wir sind zuerst da. Sehr gut. Dann komm nach unten. Und dann schnell rauf den Kopf, bevor er wieder losfliegt. Ich kann nicht mehr sneaken, sonst komme ich nicht dran. Und ich stehe hier ganz nah am Rand vom Drachenatem. Aber er hat kaum noch Leben. Bleibt bitte unten. Und damit ist der Enderdrache down. Er implodiert und wir haben es geschafft. Nice. Oh mein Gott, ich hatte echt nicht mehr richtig dran geglaubt. Und wir haben ein neues Drachenei bekommen. Und das Endportal ist da unten. Interessant. Das war aber eben noch nicht da. Okay, dann habe ich tatsächlich super illegal eine zweite Chance, das Drachenei zu bekommen. Die muss ich jetzt aber natürlich nutzen. Und dann ist das Drachenei meins. Und ist ins Endportal gefallen. Ich habe es ernsthaft schon wieder nicht geschafft. Okay, vergessen wir das einfach. Aber wir haben es geschafft und haben in der Debug World den Enderdrachen besiegt und so Minecraft durchgespielt. Nice!